And today I wanted to talk to you about SMART Goals. So heute wollte ich mit euch über die SMART Ziel Methode sprechen. Und zwar werde ich in diesem Video zweisprachig sprechen. Ich werde es euch einmal auf Deutsch erzählen oder auch die Bilder auf Deutsch zeigen und dann das Gleiche nochmal auf Englisch, damit alle diese Sachen verstehen und damit ihr auch ein bisschen euer Deutsch übt. So I will actually talk about the plan, the SMART goals in German and in English, so that all of you understand everything and also that you can practice your German a little bit in the process. So doing that, I'm going to share my screen with you because I've prepared a couple of slides for you. Also ich werde meinen Bildschirm mit euch teilen, denn ich habe einige Folien für euch vorbereitet. Also, nun, nee, das ist es nicht. Okay, so, das ist es. Also, wie gesagt, die Ziele für 2021, SMART Ziel Methode. Also Ziele zum Beispiel, die man setzt, sind zum Beispiel welche wie mehr Deutsch lesen, die nächste Stufe im Deutschen erreichen oder selbstbewusster sprechen. Das sind also gute Ziele, aber sie sind auch nicht ganz genau. Also das sind grobe Ziele. So goals for 2021, we're going to be talking about SMART goals. An example of some rough goals in a way would be read more German, achieving the next level of German, and speaking German more confidently. Now, these are they're not very specific goals. They're just fairly general, fairly open to interpretation goals. They're not really goals that tell you specifically or let others know specifically what you're going to reach, when and how. So heute wollte ich darüber sprechen, dass SMART Goals, oder SMART Ziele, woraus die bestehen. Zum Beispiel das S in SMART steht für spezifisch. So Ziele sollten so konkret wie möglich formuliert werden. So viel Information wie möglich, so konkret wie möglich. Zum Beispiel, anstatt nur zu sagen, mehr Deutsch lesen, könnte man sagen, jeden Tag etwas Deutsch lesen. Oder anstatt zu sagen, ich erreiche die nächste Stufe, B2 erreichen. Welche Stufe? Oder mit dem Sprechen jede Woche Deutsch sprechen, zum Beispiel. Die sind etwas genauer, diese Ziele, noch nicht ganz genau, aber etwas genauer. So the S in SMART is for specific. So goals should be written as exact as possible. So give as much information as possible. Here, just to expand on the goals we had before, instead of just reading some German, it's read some German every day. Or achieving B2 level rather than just achieving the next level. Be specific. What are you wanting to reach? And also speak German once a week. Not just speak more German, but make it more specific. How many times a week or month do you want to speak German? Der nächste Buchstabe M in SMART steht für messbar. So Ziele sollten quantitativ oder qualitativ messbar sein. Das heißt zum Beispiel für unsere Beispiele, jeden Tag 20 Minuten Deutsch lesen. Ja, jetzt haben wir 20 Minuten. Wir haben es ein bisschen messbar. Also man kann es wirklich messen, wie lange ihr lest. Ob man 10 Minuten liest, 15 Minuten, 20 Minuten. Das Ziel ist eure Wahl. Oder zum Beispiel 20 neue Worte pro Tag lernen. Nicht pro Tag, pro Woche. Kann natürlich pro Tag sein. Pro Tag ist auch in Ordnung. Ne? Oder Samstag eine Sprechrunde besuchen. Jetzt ist es spezifisch für den Samstag, zum Beispiel. Yeah, so M is for measurable. So goals should be trackable. And goals are trackable when you've given some precise things that you can track, such as 20 minutes or 20 words.
or joining a speaking group on a Saturday. So these are more trackable. So you're making your goal a lot more specific. Yeah, so read 20 minutes of German every day. Could be 10 minutes, could be 15 minutes, whatever your goal, whatever works for you. Or learn 20 new words a week or a day or a week, whichever one you prefer. Or, like I said, joining a speaking group on a Saturday, for example, to speak German. The next letter in SMART ist A für attraktiv. Der nächste Buchstabe ist A für attraktiv. Das heißt zum Beispiel, man sollte auch Lust haben, das Ziel zu erreichen. Das Ziel muss gut haben, das Ziel muss gut sein. Es muss ein Ziel sein, wo man glaubt, man kann es auch erreichen. Zum Beispiel, wenn ich sage, 20 Minuten am Tag lesen, ist vielleicht etwas zu viel für manche. So, man kann auch sagen, 20 Minuten alle 2 Tage oder 10 Minuten am Tag. Ja, man kann es variieren. Man soll Spaß daran haben. Dieses Ziel sollte attraktiv sein. 20 neue Worte pro Woche lernen. Es können auch 10 Worte sein. Es können mehr Worte sein. Es können 5 Worte pro Tag sein. Oder einer Sprechrunde beitreten, aber vielleicht alle 2 Wochen oder einmal im Monat. Was immer attraktiv ist, was immer, wo man Lust zu hat, dass man keinen Stress hat. Also es sollte nicht stressig sein, nicht zu stressig. Ja, ein bisschen Stress ist vielleicht ganz gut, aber nicht zu stressig. Ja, und auf Englisch, so it should be attainable. It should be in your power to achieve it. So it should be that you can achieve it. So for example, as I said, read 20 minutes of German every day. That's perhaps not possible for everybody, or it seems very daunting for some. So make it 10 minutes a day, make it 20 minutes every 2 or 3 days. But just set yourself a goal, but something that works for you. Learning 20 new words a week. You can make it 10 words a week. You can make it 5 words a day or 30 words a week. See what works for you. Joining a speaking group on Saturdays, perhaps every Saturday is too much. Do it every other Saturday, once a month. Any goal like that, but make it more specific. So it works, though, it works for you. Das R in SMART ist realistisch. Die Aufgabe sollte mit den gegebenen Mitteln in der gegebenen Zeit machbar sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Aufgabe sollte wirklich realistisch sein. Wenn ihr zum Beispiel ein Ziel habt, ihr seid Anfänger und ihr wollt in einer Woche A1 oder A2 fertig haben oder 1 fertig haben und ihr arbeitet auch, es ist nicht besonders realistisch. Nicht, wenn man auch arbeitet. Ja, man muss ein realistisches Ziel haben. Und zwar in der gegebenen Zeit und mit den gegebenen Mitteln. Also ihr müsst ehrlich sein, ehrlich mit euch selbst sein, ja, um zu sehen, könnte ich das schaffen? Ja, Ziele sind wirklich gut, aber man muss ehrlich mit sich selbst sein. Und wie gesagt, schon wieder, wie ich gesagt habe, 20 Minuten am Tag lesen ist vielleicht nicht für alle. Vielleicht muss es ein bisschen weniger sein. Ja, 20 Worte pro Woche ist auch nicht für alle. Ja, für manche ist es gut, für manche ist es zu viel, für manche ist es zu wenig. Und die Sprechrunde auch. Man muss überlegen, wie oft man sprechen möchte oder wie oft man Zeit hat mit der Arbeit, die einem gegeben ist, auch, dass man sprechen kann mit anderen Leuten. Dass man mit anderen Leuten sprechen kann. So das R is for realistic. So goals need to be possible to achieve with the tools given and in the time available. The example I mentioned just now, if you're, for example, a beginner, and you say, all right, I'm gonna learn A1 level in 1 week. You have a full-time job. Well, that is not realistic. I like to be positive. I love it to be positive towards goals, but you really want to set yourself out to be able to achieve the goal that you are setting. So be honest with yourself. What can you really do? Because it's your goal, nobody else's. You're the only person who is responsible to achieve that goal. And as I said, so 20 minutes a day, to read 20 minutes every day, may be too much for some, maybe not enough for others.
20 words a week again. Some could do 5, some could do 20, some could do 30. Speaking every week, well, some people can do it once a month, twice a month, or every day. It depends. It depends what you're doing and where you are. So, der letzte Buchstabe in SMART ist terminiert. Und diese Sache ist total wichtig. Die Ziele sollten zeitlich gebunden sein. Das heißt, man sollte ein Datum oder einen Zeitpunkt haben. Man sollte also, was sollte wann erledigt werden? Zum Beispiel könnte ich als Ziel sagen, Kapitel 1 bis Ende Februar beenden. Oder ich möchte die B2-Stufe am 31. August 2021 erreichen. Oder 80 neue Worte bis zum 31. Januar lernen. Das sind terminierte Ziele. Sie haben ein Datum, sie haben ein Endziel. Ja, es ist nicht einfach so Kapitel 1 beenden. Wann? Ja, also die Zeit ist wirklich sehr wichtig. So T stands for timed. Goals should be time-bound. So what should be achieved by when? So here we say, for example, chapter 1, I want to finish chapter 1 by the end of February. Or I want to achieve level B2 by the 31st of August 2021. Or I want to learn 80 new words by the 31st of January 2021. So do you see the difference? Be precise. It is really important to have all these worked out for each of your goals. So each goal should be, jedes Ziel sollte spezifisch sein, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Also nehmt euch ein bisschen Zeit dafür, für eure Ziele. Ja, für euer Deutsch. Überlegt, was ihr machen wollt. Natürlich, wenn ihr ein Ziel habt, zum Beispiel, dass ihr eine Stufe, zum Beispiel B2, A2, was auch immer, bis zum Beispiel 31. August machen möchtet oder erreichen möchtet, dann denkt daran, es gibt 8 Monate, vom 1. Januar bis zum 31. August sind 8 Monate. So, ihr habt euer Endziel, aber ihr müsst euch dann Ziele setzen für jeden Monat, bis ihr dieses Ziel erreicht habt. So, B2 Ende August zu erreichen, was müsst ihr im Januar machen? Was müsst ihr im Februar machen? Was müsst ihr im März machen? Und so weiter. Es ist total wichtig, diese Ziele aufzuschreiben. Also, your goals for 2021 need to be specific. They need to be measurable, attainable, realistic, and time-bound. For example, if we take the example of going for a B1, B2 level or A2 level by the end of August, you've got to look at it. To the end of August, from now to the end of August, it's 8 months. So, yes, you have your end goal set for the end of August 2021. But that means you got 8 months. So ask yourself, what do you need to do in January? What do you need to do in February? What do you need to do in March? It's really important to go through each month, set yourself specific goals, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound goals for each month so that you can work through it and you can assess what is working for you and what isn't. So, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst es mich bitte wissen. Hope you enjoyed that. And if you've got any questions, please ask me about it. Und lasst mich bitte wissen, was eure Ziele sind. So please let me know what your goals are for the new year. Und nehmt euch Zeit, diese Sachen aufzuschreiben. Die Ziele sind wirklich total wichtig. Die Ziele am Anfang des Jahres oder am Anfang einer Lernperiode zu machen, sind wirklich, wirklich wichtig. Und dafür sollte man sich unbedingt Zeit nehmen. To set the goals at the beginning of the year or the beginning of a learning period is really, really important. And you should really take some time for yourself to do that, because it is much easier to learn towards a goal if you set out what you want to achieve by when.
Es ist viel einfacher, ein Ziel zu erreichen, wenn ihr aufgeschrieben habt oder ausgearbeitet habt, was ihr wann erreichen wollt auf dem Weg zu dem Hauptziel. So what you want to achieve when to the main goal. So I hope you enjoyed that. I'm really, really looking forward to finding out what your goals are and what you want to do, and obviously how I can help you with that. Yeah, so there are certain things in the group that are going to be happening. There are things going to happen on the page. And generally, I'd love to help you to see your goals through. Also ich möchte euch gerne helfen, eure Ziele für euer Deutsch zu erreichen. Tschüss!